war eine ungewohnte Erfahrung für mich. Mir war anfangs ein bisschen schwindelig, auch wegen der Brille, weil die so ein bisschen verrutscht ist. Konnte ich aber alles richten. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Also ich hätte mir auch das schwieriger vorgestellt, mich durch den Raum zu beamen. Bei der Anwendung handelt es sich um ein virtuelles Klassenzimmer und dieses virtuelle Klassenzimmer kann man sich vorstellen wie ein richtiges Klassenzimmer. Es gibt eine Lehrkraft und es gibt ganz viele Schülerinnen und Schüler und die machen halt so, was Schülerinnen und Schüler machen. Einige arbeiten mit, andere wiederum essen, trinken oder quatschen. Und als Lehrkraft hat man dann die Möglichkeit, auf dieses Verhalten zu reagieren. Das Seminar ist für Bachelorstudierende im Lehramt und wir bieten es an, weil wir aus der Forschung wissen, dass gerade junge Lehrkräfte Probleme damit haben, mit Störungen umzugehen. Und wir wollen dem vorbeugen und schon im Studium ihnen die Gelegenheit geben, solche Situationen kennenzulernen und angemessen damit umzugehen. Und die Besonderheit unseres Seminars ist es nun, dass wir Virtual Reality nutzen, da es sich hier um eine ganz neue Technologie handelt und bislang in Deutschland kaum eingesetzt wird. Und wir wollen mit dieser Technologie arbeiten, unser Seminar ergänzen und gemeinsam mit der Informatik diese Technik weiterentwickeln. Ich glaube, dass man gewisse Handlungsabläufe und gewisse Interventions- und Präventionsstrategien trainieren kann. Und ich glaube, wenn man so ein Repertoire hat, dann kann man flexibler und schneller reagieren. Und ich glaube, dass die VR einem dabei hilft, diese Sachen zu trainieren. Also ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn man es nur theoretisch halt irgendwie abhandelt. Man bekommt so ein Handlungswissen. Und ich glaube, wenn man regelmäßig damit arbeiten würde, könnte sich vielleicht auch so eine Routine entwickeln. Ja, ich glaube, dass ich schon so ein bisschen heute gelernt habe, wie ich intervenieren würde bei Störungen. Virtual Reality ist eine computergenerierte 3D-Umgebung, in der sich Personen wie in der realen Welt bewegen können. Wir nutzen diese Umgebung, um konkrete Handlungen, die in dem Klassenraum auftreten können, zu üben, und zwar unter standardisierten Bedingungen. Und wir machen das auch deshalb, weil im realen Klassenraum Störungen auftreten können oder auch nicht auftreten können und wir mit der Virtual Reality diese Störung künstlich erzeugen können und dann gezielt darauf eingehen können. Die Anwendung wurde am Institut für Informatik hier an der Uni Potsdam entwickelt und die Kolleginnen und Kollegen sind mit dieser Anwendung auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir uns ganz grundsätzlich eine Zusammenarbeit vorstellen könnten. Und zu diesem Zweck haben wir uns dort im VR-Labor getroffen. Wir haben die Anwendung ausprobieren können, haben gemeinsam darüber diskutiert, welche Chancen und Grenzen es gibt und sind dann sehr schnell darin übereingekommen zu sagen, dass das eine ganz tolle Anwendung ist, die wir unbedingt für unsere Lehrkräfteausbildung hier in Potsdam haben wollen und die in unseren Seminaren eingesetzt werden soll. Wir planen, das Seminar langfristig anzubieten und auch langfristig die virtuelle Realität, das virtuelle Klassenzimmer dort einzubeziehen. Im Moment gibt es noch einige technische Probleme, die wir gern überwinden möchten und diesbezüglich sind wir auf der Suche nach Drittmittelgebern und wollen die Technik dahingehend weiterentwickeln, dass wir sie noch stärker und noch intensiver im Seminar nutzen können.